Für die Motorradreise 2024 sollte es eigentlich nach Korsika gehen. So war der Plan. Aber es kam mal wieder alles anders. Wieso und warum, werdet ihr später noch erfahren. Also planten wir um und entschieden uns spontan für ein anderes Abenteuer. Über Österreich und Italien fuhren wir nach Slowenien und Tschechien. Durch den Böhmerwald, Oberfranken und Thüringen ging es dann wieder zurück in die Heimat. Was wir in den 9 Tagen mit mehr als 3000 Kilometern alles erlebt haben und welchen schwerwiegenden Verlust wir erleiden mussten, möchte ich euch in diesem Film zeigen. Aber vorher noch eine kurze Info. Auch für diese Reise gibt es wieder GPX-Daten, ein kleines Roadbook und weitere nützliche Informationen. Wie ihr die Daten bekommen könnt, erfahrt ihr in der Videobeschreibung. Der erste Tag unserer Reise. Obwohl wir es eigentlich immer vermeiden, hatten wir uns aber trotzdem am ersten Tag für eine Autobahnfahrt entschieden. Das sollte uns wieder ein bisschen Zeit sparen, denn unsere Reisezeit war auch diesmal wieder auf 9 Tage begrenzt. Um kurz nach 6 Uhr morgens traf ich mich mit Lisa und Tim an der Autobahnraststätte Soestad-Börde. Hier haben wir uns auch gar nicht so lange aufgehalten, denn wir mussten ja noch André einsammeln. Und so ging es erstmal weiter Richtung Kassel. Der Euro-Rastpark Cuxhagen. Als wir auf den Hof fuhren, war André schon tanken. Tja, unser Timing war mal wieder perfekt. Bevor es aber nun die weiteren 600 Kilometer Richtung Süden gehen sollte, gab es eine kleine Kaffeepause. Dabei konnten wir schon mal einen Teil der mitgebrachten Snacks vernichten. Lauter ungesunde Sachen, aber für so eine Tour genau das Richtige. Am späten Nachmittag erreichten wir unseren Zielort, Inzell. Unsere Unterkunft für diesen Tag war Hardys Hotel. Ein kleineres Hotel mit netten Gastgebern, modernen Zimmern und leckerem Frühstück. Was will man mehr? Dann gab es erstmal einen Schnaps, denn es musste ja noch geklärt werden, warum wir nicht nach Korsika konnten. Jemand von uns hatte die geplanten Termine verdreht und in der Zeit, die für Korsika geplant war, keinen Urlaub bekommen. Tja, der Schuldige in diesem Fall war wohl Tim. Als Strafe musste er während des Urlaubs dieses T-Shirt tragen. Naja, die Strafe hätte auch schlimmer ausfallen können. Ein langer Tag geht zu Ende. Wir sind einige Stunden heute auf der Autobahn gefahren. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber alle sind gut drauf. Keinen tut der Hintern weh. Aber das Wichtigste ist jetzt, wir haben Hunger. Und jetzt geht es abschließend für diesen Tag ins Steakhouse. Da haben wir uns extra einen Tisch reserviert. Hier in Inzell. Bis dahin sind wir nämlich heute gekommen. Wo es morgen hingeht, das seht ihr morgen. Nach dem Frühstück starteten wir gut gelaunt und bei bestem Wetter zur nächsten Etappe. Diese führte uns von Inzell nach Lehndorf in Österreich. Dieser Tag war eigentlich auch mehr oder weniger ein Transittag. Der Fahrspaß sollte aber trotzdem nicht zu kurz kommen. Deshalb haben wir noch ein paar sehenswerte Orte und Bergpässe mit in die Tour gepackt. Berchtesgaden. Hier war ich zwar öfter schon einmal,
Aber genau an dieser Stelle könnte ich die Aussicht immer wieder genießen. Ich glaube, geil! Ich glaube, da hat einer Spaß. Der erste Bergpass war somit dann auch die Rossfeld-Panoramastraße. Durch ihre hohe Kurvendichte gehört Deutschlands höchstgelegene Panoramastraße zu den beliebtesten Motorradstrecken der deutschen Alpen. Die Mautgebühren für ein Motorrad betragen hier 5,50 €. Die Rossfeld-Panoramastraße ist zwar nicht sehr lang, aber man bekommt eine Menge Eindrücke und Ausblicke geboten. Auch Einkehrmöglichkeiten für eine kleine Pause gibt es hier genug. Jetzt mussten wir nur noch die passende für uns finden. Da unten ist auch was. Ach ja, sieht doch gut aus. Wollen wir hier anhalten? Ja, das sieht doch gut aus. Was steht hier? Motorräder doch nach oben, ne? Ja. Wir nahmen die Berggaststätte Rossfeld. Diese liegt kurz vor der Mautstelle Nord. Und da auf dem kleinen Parkplatz schon einige Motorräder spektakulär geparkt hatten, mussten wir unsere Maschinen manuell wenden und parken. Sonst wären wir hier wohl nicht mehr weggekommen. Aber dann gab es endlich den wohlverdienten Kaffee. Auch hier oben auf der Alm hat man einen tollen Ausblick auf die umliegenden Berge. Die chilligen Liegen kamen uns da sehr gelegen und bevor es weiterging, gönnten wir uns einen Moment der Ruhe. Und weiter ging die wilde Fahrt. Nach ein paar Kilometern erreichten wir auch die österreichische Grenze. Und als ich noch so daran dachte, wie André auf einer anderen Reise Probleme mit der Klebevignette hatte, meinte er plötzlich: Da habt ihr auch alle Vignetten. Ja. Sehr gut. Ja, keine kleben, die halten bei dir Motorrad ja nicht. Ja. Kriegst du nur schlechte Laune. Patrolman, let me go, $200 bill. Better let me sign this page in your book. Leave the town feeling like I'm some kind of crook. The border police noticed the guitar. They asked me if I was gonna be. Als nächstes Highlight wollten wir in Kärnten wieder über die Nockalmstraße fahren. Es war jetzt 17 Uhr und bis 18 Uhr ist die Durchfahrt für Motorräder erlaubt. Doch an der Mautstation kamen wir erstmal ins Grübeln. Kann man hier durchfahren oder was? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist da einer im Häuschen. 18 bis 8 Uhr von 6. Wir sind ja keiner da. Ist hier ein Automat irgendwo? Warte mal, Schranken schließen automatisch, was ist das denn? Warte, hier steht ein Schild. Automatische Kennzeichen- und Bilderfassung, Parkplätze. Automatische Kennzeichenerfassung, das heißt, wir müssen hier bestimmt irgendwo bezahlen. Vielleicht am Ende. Vielleicht auch noch eine Station. Das kannten wir so auch noch nicht. Und während wir noch grübelten, was wir jetzt machen sollen, kamen von oben ein paar Einheimische herunter. Und schon war das Problem gelöst. Der Österreicher sagt durchfahren. Ja. Hat er gewunken? Ja. Ja. Na dann konnte es ja losgehen über die Nockalmstraße.
Diesmal lag hier oben sogar noch ein bisschen Schnee. Und das bei nur 10 Grad. Dann kam die nächste Mautstation. Und wir wären ja nicht wir, wenn wir uns hier nicht schon wieder Gedanken gemacht hätten. Ja, dann sollen wir wohl durchfahren, so wie das aussieht. Ja, aber ist hier eine Toilette oder sowas? Nee. Aber was ist denn hier? Ist hier einer? Mehrere bezahlt? Ja, dann gibt's wohl umsonst heute. Ja, aber die haben ja automatische Kennzeichenerkennung, oder nicht? Ja, aber was wollen wir denn machen? Weiß ich nicht. Wenn keiner hier ist, Was ist das hier drüben? Parkautomat. Ja. Ja, oder? Was sollen wir denn machen? Wenn da keiner sitzt? Die Schranke ist auf. Schranke auf heißt durchfahren. So haben wir es dann auch gemacht. Hier unten im Tal wurde es auch gleich wieder wärmer und die Sonne kam raus. Zu unserem Hotel waren es jetzt nur noch 35 Kilometer. Hier ist eine Raststätte, nee, Rasthaus ist hier eine Tanke? Ja. Krawallo. Packen wir jetzt alle nochmal? Ja. Gut, würde ich sagen, ne? Also legten wir noch einen Tankstopp ein und freuten uns zum Ende des Tages auf das Hotel, leckeres Essen und Bier. Unser Hotel in Lehndorf war der Berggasthof Karlbauer. Dies ist ebenfalls ein ruhiges und sehr schön gelegenes Hotel. Übrigens ist der Berghof nur knapp 10 Kilometer vom Millstätter See entfernt. Für diejenigen, die Zeit haben und noch einen kleinen Abstecher machen möchten. Für uns brachte der neue Tag wieder reichlich Sonnenschein. Und wir hatten einen tollen Ausblick auf die umliegende Bergwelt. Nachdem unsere Motorräder gepackt und startklar waren, gab es vor der Abreise natürlich noch ein ordentliches Frühstück. Hello. Salut. Und hier gab es auch wieder alles, was das Herz begehrt. Der Weg führte uns am 3. Tag der Reise von Lehndorf in Österreich über Italien bis nach Zirkno in Slowenien. Auch an diesem Tag sollten wieder ein paar Bergpässe für Fahrspaß sorgen. Vorbei am Weißen See dauerte es nicht mehr lange und wir kamen zum ersten Pass, dem Nassfeldpass, auch Passo di Bramolo genannt. Das ist ein Grenzpass zwischen Österreich und Italien. Die Straße ist durchweg gut ausgebaut und nach Möglichkeit ganzjährig geöffnet. Auf der Passhöhe erreicht man dann Kärntens größtes Skigebiet und mit der Sonnenalpe Nassfeld ein eigenes Hoteldorf. Ebenfalls auf der Passhöhe überquert man die Grenze nach Italien. Ab hier wird der Pass richtig schön und durch die vielen, teils engen Kehren auch etwas anspruchsvoller. Vorrei poter riuscire a prendere quel cuore, a farlo emozionare, lasciarlo poi parlare. Eppur non lo so dire, non trovo le parole che scrivano i ricordi e le paure di chi vorrebbe vivere ogni istante per cantare. E forse parlo troppo che mi sembra quasi di impazzire, ma quando sento un brivido non lo so dire, non lo so dire, non lo so dire.
so dire, non lo so dire, non lo so dire. Vorrei poter riuscire a scegliere le parole. Nach kurzer Zeit erreichten wir im äußersten Nordosten von Friaul-Julisch-Venetien die SP76, auch bekannt als Sella Nevea oder Nevea-Sattel. Die gut ausgebaute, aber dennoch schmale Straße schlängelt sich mit einem schönen Kurvenverlauf und einigen Felstunnelpassagen rauf bis auf knapp 1200 Metern. Weiter ostwärts wird die Straße wieder entspannter und man kommt vorbei am Lago di Predil. Und oberhalb des Sees hatte ich dann etwas entdeckt. Die Batterie von Sella Predil. Die Batterie von Sella Predil wurde Ende des 19. Jahrhunderts von österreichisch-ungarischen Pioniertruppen erbaut. Die Position am Ufer des Lago di Predil ermöglichte die Überwachung der südlich gelegenen Stellungen an der italienischen Grenze. Im Vergleich zu anderen Stellungen in diesem Gebiet ist der Predil-Sattel noch gut erhalten und kann zum Teil besichtigt werden. Und weil das ja genau unser Ding ist, haben wir das natürlich auch gemacht. Weiter ging die Fahrt. Nach nur wenigen 100 Metern erreichten wir den Grenzübergang nach Slowenien. Und als wir so über die Grenze fuhren und uns umschauten, merkten wir... Da kommst du gerade über die Grenze zu Slowenien, ändert sich schon wieder alles irgendwie, ne? Ja, das stimmt. Wir hatten Glück mit dem Wetter und fuhren durch die wunderschöne Landschaft Sloweniens. Eigentlich wollten wir gleich nach der Grenze die Mangartstraße hinauffahren. Dieser knapp 18 Kilometer lange Pass mit seinen teils dramatischen Kurven und unbeleuchteten Tunneln windet sich zum höchsten legal befahrbaren Punkt der Julischen Alpen. Doch leider war der Pass noch gesperrt. Wir fuhren weiter in das Soča-Tal. Der Fluss Soča mit seiner smaragdgrünen Farbe ist ein Paradies für Naturliebhaber, Wassersportler und Angler. Er gilt übrigens als einer der schönsten Flüsse Europas. Der Flussverlauf ist immer wieder von Wasserfällen und Stromschnellen sowie zahlreichen Trögen und Kolken geprägt. An diesem Abenteuerspielplatz für Naturliebhaber haben wir uns eine ganze Weile aufgehalten. Ein idealer Platz für eine kleine Pause, ein paar Fotos und Selfies. Auch die Drohne sollte hier zum Einsatz kommen, um diese traumhafte Kulisse festzuhalten. Tja, und dann ist das passiert. Panik brach aus, denn die Drohne ist im Fluss verschwunden. Keine Ahnung, warum. Sie ließ sich nicht mehr steuern und hat einfach zur Landung angesetzt. Voller Hoffnung, sie wiederzufinden, haben wir uns noch auf die Suche gemacht. Vielleicht ist sie ja irgendwo in einem Felsen hängen geblieben. Aber das war nicht der Fall. Nun war sie weg und ich war wieder allein. Ist das nicht ein Songtext? Egal. Für uns ging die Reise jedenfalls erstmal weiter. Denn die Suche nach der Drohne hatte uns doch mehr Zeit gekostet als erwartet. Nach einer Weile befanden wir uns wieder in den Bergen und wir merkten, dass wir trotz der verlorenen Drohne zumindest noch unseren Humor behalten haben. Da oben in der Kurve irgendwie, da halte ich mal, dass wir mal die Drohne steigen lassen. I don't believe that you're leaving me. We don't believe in love anymore. I hate this feeling, 'cause I won't be breathing you in my lungs anymore. Auf einem Felsvorsprung am Zusammenschluss der Flüsse Soča und Idrica liegt der kleine Ort Most na Soči. Hier kommt die smaragdgrüne Farbe des Wassers besonders gut zur Geltung. Diese Gegend ist ein kleines Paradies für sportliche Abenteurer und jemanden, der Erholung und Ruhe sucht. Diese Gegend war übrigens schon vor über 3000 Jahren besiedelt. Viele Fundstücke aus dieser Zeit kann man in einem nahegelegenen Museum in Tolmin besichtigen.
Am späten Nachmittag kamen wir nach Zirknow. Hier endete dann auch dieser aufregende Tag. Unsere Unterkunft war das Apartment Perunica, eine saubere und gemütlich eingerichtete Ferienwohnung. Wir parkten direkt vor der Haustür und wurden sehr nett von den Gastgebern empfangen. Der Hausherr lud uns gleich zu einem selbstgebrannten Apfelschnaps ein und ließ dann auch gleich die ganze Flasche bei uns stehen. War das etwa ein Versehen? Egal. Damit nichts verkommt, haben wir ihm die Flasche auch schön brav leer gemacht. Als die Flasche dann leer war, wurde es auch Zeit, dass wir etwas zu essen bekamen. Nach der langen Sitzerei auf dem Motorrad tat ein kleiner Spaziergang durch den Ort auch mal ganz gut. Schließlich fanden wir eine Pizzeria. Wir haben auch prompt einen Platz bekommen und ließen den Abend hier ausklingen. Komm, frühstücken! Tim, wenn du jetzt nicht kommst, das Essen wird kalt. Man sagt ja, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. So war es auch am 4. Tag unserer Reise. Und nach dem Kaffee und der Käsestulle hieß es anziehen, Tasche packen und los. Es erwartete uns ein weiterer sonniger Tag in Slowenien. Die Tour an diesem Tag war sehr vielfältig und bot neben den tollen Aussichten einen Wechsel zwischen den Grenzen Österreichs und Sloweniens. Dabei waren auch wieder einige Bergpässe sowie das Logatal mit im Programm. Nach einer Weile kamen wir zum Seebergsattel. Für alpine Pässe eher selten, führte uns der südliche Teil des Passes entspannt durch ein schönes Waldgebiet. Im nördlichen Teil wurde es spannender und es erwarteten uns 19 Kehren sowie die erste Grenzüberschreitung über die Karawanken von Oberkrain nach Kärnten in Österreich. Und wie man sehen kann, hatte ich richtig Spaß. Aber was ist mit den anderen? Haben die auch Spaß? Ist es eventuell zu langweilig oder zu anstrengend oder nicht kurvig genug? Ich frag mal. Anstrengend, ja. Spaß, macht super viel Spaß, aber anstrengend ist es. Keine Absperrung. Ja, sehr anstrengend, aber es macht auch wirklich viel Spaß. Ja, wir haben ja echt Glück auch mit dem Wetter, ne? Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, bei Regen hätten wir eine andere Strecke fahren müssen. Schön. War gut. Ja? Ja, weiter so. Wenig Worte von André, aber ich glaube, dann ist er zufrieden. Genau. Also ich finde es hier auch super schön, eine richtig tolle Gegend. Guckt euch mal hier die Berge an. Aber es ist allerdings auch anstrengend. Ja. Die Straßen hier hoch sind ziemlich schmal, ziemlich viele Kehren. Und wir haben immer wieder so ein paar Leute dabei, die meinen 100 km/h, die vorgeschrieben sind noch nicht genug. Es geht auch noch mehr. Weiß nicht. Für uns ist das nichts. Wir sind eher die Entspannten, denn wir sind ja hier im Urlaub. So, jetzt geht's weiter ins Logatal. Für uns ging es kurvig weiter und wenig später erreichten wir Lugarska Dolina, das Logatal. Dieses Gletschertal in den Steiner Alpen ist eingebettet in eine traumhafte Kulisse. Wer wandern, Radfahren oder Bergsteigen möchte, wird hier seine Freude haben. Auch Ruhe und Erholung ist im 24 Quadratkilometer großen Logatal garantiert. Denn hier leben nur 35 Menschen. Das Tal wurde 1987 zum Landschaftspark ernannt und für die Einfahrt ist eine Mautgebühr von 5 € pro Motorrad fällig. Dies war dann auch ein guter Ort für eine kleine Pause, Snacks und Kaffee. Nach dem Logatal ging es wieder zurück zur österreichischen Grenze. Dabei überquerten wir den Paulitsch-Sattel. Er soll der schönste Grenzpass im Grenzgebiet zwischen Österreich und Slowenien sein. Die knapp 20 Kilometer lange Strecke ist erst seit einigen Jahren komplett asphaltiert. Und wenn man möchte, kann man kurz nach dem Scheitel noch die größtenteils unbefestigte Panoramastraße Panoramska Cesta Podoleva mitnehmen.
Als wir wieder die Grenze nach Österreich passierten, bogen wir ab Richtung Bad Eisenkappel. Dort fuhren wir gleich über den nächsten Bergpass, den Scheidersattel. Dieser liegt zwischen Bad Eisenkappel und Zell. Bevor es dann durch den Leubeltunnel wieder nach Slowenien ging, gönnten wir uns noch den Leubel-Pass. Dieser Pass hat übrigens eine lange Geschichte und wurde mindestens schon seit dem Mittelalter als Handelsweg genutzt. 1967 wurde dann der Tunnel eröffnet. Die alte Passstraße mit 28% Steigung ist seitdem leider gesperrt. Wieder in Slowenien machten wir noch einen Abstecher nach Bled. Dieser Luftkurort an den Ausläufern der Julischen Alpen liegt am gleichnamigen Gletschersee. Die Top-Highlights sind hier wohl die kleine Insel im See mit der Wallfahrtskirche Mariä und natürlich die Burg Bled aus dem 11. Jahrhundert. Diese Gegend ist sehr touristisch, aber dennoch traumhaft schön. Für uns ging es weiter Richtung Österreich. Wir fuhren durch den 8 Kilometer langen Karawankentunnel. Die Mautgebühren betragen für die Einzelfahrt 8,20 Euro. Am späten Nachmittag erreichten wir dann unseren Zielort. Hier drin sind 27 Grad. Okay. Ich merke gerade. Unsere Unterkunft war die Villa Theresienhof in Roseck. Diese familiär geführte Unterkunft hat übrigens auch eine sehr interessante Geschichte. Zu finden ist die Villa im Ortszentrum von Roseck. Von hier aus ist es nicht weit zum Farkasee oder zum Wörthersee. Nach dem Frühstück ging es los. Unsere Tour am 5. Tag der Reise führte uns einmal quer durch die Steiermark, von Roseck bis nach Jauring. Vorbei am Wörthersee fuhren wir aber erstmal zum größten Highlight des Tages, der Burg Hoch-Osterwitz. Dieses gigantische Bauwerk befindet sich auf einem 150 Meter hohen Kalksteinfelsen. Für die Besichtigung kann man die Burg zu Fuß erobern oder den Fahrstuhl nehmen. Was haben wir wohl gemacht? Warum blinkt da oben? Schön hoch. Warum blinkt da oben overloaded? Oh. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf der Hochburg. Von dieser Ebene erreichen Sie die Burgkirche, das Museum, die Nikolauskapelle und das Burgrestaurant. Und oben zahlen Sie bitte nochmal 35 Euro. Ja, leider ist die Besichtigung nicht ganz günstig. Für Burg und Museum sind 18 Euro fällig und für den Fahrstuhl nochmal 10 Euro. Aber es lohnt sich trotzdem, gerade wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Erwähnt wurde die Burganlage erstmalig im Jahr 860. Die häufigen Überfälle türkischer Truppen und die immer besser werdenden Feuerwaffen waren wohl der Anlass, dass die Burg im 16. Jahrhundert ihre größte Umbauperiode erlebte. Das besondere Wahrzeichen von Hoch-Osterwitz sind die 14 Burgtore. Durch ihre Bauweise und Anordnung galt die Burg einst als uneinnehmbar. Ein weiteres Highlight ist neben der Kirche, der Kapelle und der Burganlage am Gipfel des Hügels die Waffenkammer. Eine Vielzahl von Waffen und Rüstungen sind bis heute erhalten und werden dort ausgestellt. Darunter sind Jagdwaffen, Kanonen und eine Bombarde aus dem 14. Jahrhundert. Die wohl älteste bekannte Feuerwaffe der Welt. Nach der Besichtigung noch ein Käffchen in der Burgschenke und den Rückweg zu den Motorrädern gingen wir dann zu Fuß. Zum Abschied noch ein letzter Blick auf die Burg und dann ging die Tour weiter durch die Wälder der Steiermark. Auch an diesem Tag gab es wieder einen Bergpass für uns, den Packsattel. 31 Kilometer lang mit 10% Steigung. Eigentlich nichts Besonderes, aber trotzdem sehr schön zu fahren. Das Wetter hatte an diesem Tag auch besonders viel zu bieten.
Ein bisschen Sonne, Nebel, Nieselregen und zum Schluss natürlich auch noch Starkregen. Also außer Schnee und Sturm war alles mit dabei. Am späten Nachmittag kamen wir dann zu unserer Unterkunft. Das Ferienhaus am Hofacker in Jauring. Dieses große Haus bietet Platz für 8 Personen. Es hat eine tolle ruhige Lage und ist sehr geschmackvoll und modern eingerichtet. Wir hatten das große Glück, dieses Ferienhaus als erste Gäste überhaupt zu bewohnen. Leider nur für eine Nacht. Das Wetter hatte sich mittlerweile auch wieder beruhigt und wir konnten am Abend den fantastischen Ausblick mit Bier und Dönerteller auf die umliegenden Wälder genießen. Der 6. Tag unserer Reise. Am Morgen sah das Wetter noch nicht ganz so toll aus. Aber nach einer knappen Stunde Fahrzeit kam dann auch wieder die Sonne raus. Die Tour an diesem Tag führte uns von der Steiermark über Oberösterreich bis nach Tschechien. Ebenfalls eine traumhafte Landschaft mit Bergen, Wald sowie tollen Straßen und natürlich auch tollen Ausblicken. Nach guten 2 Stunden Fahrzeit über die kurvigen und verkehrsarmen Straßen wurde es Zeit für eine kleine Pause. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich hatte den perfekten Pausenplatz für uns gefunden. Das sieht gut aus. Kommen wir weiter hoch? Schauen wir mal. Nee, hier ist Ende. Oh. Es war die Burg Gallenstein. Diese Höhenburg liegt auf 631 Metern, unmittelbar in der Nähe der Ortschaft St. Gallen. Lisa und ich wollten uns das Ganze mal aus der Nähe anschauen. André und Tim blieben bei den Motorrädern. Die Burg aus dem 13. Jahrhundert war zu seiner Zeit Schutzburg für die Benediktiner aus Admont. Ein sicherer Ort, wenn der Stift aus kriegerischer Sicht nicht mehr genug war. Heute ist die Burg ein beliebtes Ausflugsziel und für 2 Wochen im Jahr Kunst- und Kulturstätte beim Festival St. Gallen. Die Burg kann man übrigens frei besichtigen. Der kurze Aufstieg ist zwar etwas steiler, aber der Ausblick von hier oben ist es wert. Hammer. Das war ein Weg. Ich werde den Wagen aber nie hoch. Nee. Während unserer Motorradreise wird über Funk auch eine ganze Menge erzählt. Das meiste davon ist natürlich nicht sendefähig. Aber hier gab es nach unserer Pause ein Gespräch darüber, wie viele Motorräder man eigentlich braucht. Oh, hier stehen aber auch große Häuser. Ja. Mit 3 Garagen am Haus, jawohl. Könnte ich ja 6 Motorräder reinstellen. 3 würden mir reichen. Eine Reise-Enduro, ein Super, so ein Shopper und so irgendwie so ein Kaffeeseiter. Ja, aus vernünftiger Sicht gesehen reicht bei mir eine. Weil selbst die fahre ich ja kaum. Ja, Vernunft ist ja Quatsch. Dann könnt ihr mir ja gar nicht entscheiden. Nee, heute Rennmaschine, nee, Adventure. Bleib lieber auf der Couch. Wir ließen die Berge hinter uns und es wurde langsam wieder flacher. Wir kamen in das sogenannte Mostviertel, eine Hügellandschaft in Niederösterreich. Der Name Mostviertel hat sich hier gegen Ende des 19. Jahrhunderts eingebürgert, als der Most zum Volksgetränk wurde und die Bauern dadurch wohlhabend geworden sind. In der Nähe von Ertl gibt es die Aussichtswarte Voralpenblick. Und während die anderen keinen Bock hatten und lieber am Handy spielten, habe ich diesen wunderschönen Ausblick in das Alpenvorland genossen. Ich konnte mich hier gar nicht satt sehen. Und wenn wir schon mal dort waren, mussten wir die Zeit natürlich auch nutzen. Denn natürlich war das hier auch ein idealer Ort für eine kleine Fotosession.
Ende sind dann auch ein paar gute Fotos dabei rausgekommen. Es ging weiter Richtung Linz. Dort überquerten wir die Donau. Und ein Stückchen weiter, kurz hinter Bad Leonfelden, kamen wir zur tschechischen Grenze. Unser Ziel war der Lipno-Stausee. Dort hatten wir uns eine Unterkunft direkt am See herausgesucht. Sind wir da? Hier steht, ist das hier? Also ist das doch, Hotel Resort Relax. Ja. Restaurant, Wellness und Spa. Oh, das klingt ja alles nach uns. Nach uns. Ja, zwischendurch durfte es auch mal ein bisschen Luxus sein. Das 4-Sterne-Hotel Resort Relax liegt direkt am Lipno-Stausee. Wenn man länger bleiben möchte, kann man es hier schon sehr gut aushalten. Neben dem großen Sparangebot findet man hier auch umfangreiche Freizeitmöglichkeiten. Unser Aufenthalt war wieder nur auf eine Nacht beschränkt. Wir haben es uns aber trotzdem gut gehen lassen. Ein leckeres Abendessen, zum Nachtisch Kaffee und Kuchen und natürlich Bier. Kuchen und Bier. Das ist richtig. Später ließen wir den Abend mit einem kleinen Absacker am Seeufer ausklingen. Der nächste Morgen. Vor der Tour noch ein letzter Blick auf den See, danach das leckere Frühstück genießen, Verpflegung für den Tag besorgen, die Motorräder voll tanken und Tim die Helmvisiere putzen lassen. So kann der Tag beginnen. Die Tour am 7. Tag unserer Reise führte uns vom Lipno-Stausee durch den Böhmerwald und den Bayerischen Wald bis nach Neuenhammer. I wanna see you on the coast now, and out the window with your guard down. An diesem Tag fuhren wir überwiegend auf verkehrsarmen Straßen durch die schöne Natur Tschechiens. Wir hatten an diesem Tag nichts geplant und konnten uns treiben lassen. Ab und zu wechselten wir zwischen den Grenzen Tschechiens und Deutschlands hin und her. Der Böhmerwald. Ein Mittelgebirge in Deutschland, Tschechien und Österreich. Über den 120 Kilometer langen Gebirgskamm verläuft auch die Staatsgrenze zwischen den drei Ländern. Große Teile der tschechischen Seite wurden zum Nationalpark erklärt, in dem sich mittlerweile wieder Luchse angesiedelt haben. Der alte Wald, über den schon die Kelten berichteten, ist teilweise recht dicht, mit schmalen Wegen, schon fast unheimlich. Fangen dich Horrorfilme immer so an? Ja, irgendwelche Idioten fahren durch den Wald und als erstes werden die Frauen weggecasht. Lisa? Bist du noch da, Lisa? Ja, ich fand es gerade schon gruselig, als er mitten im Wald ein Schild war, Restaurant links abbiegen. Oh, was hast du eigentlich aufgepasst, dass Lisa nicht gleich weg ist? Weil normalerweise verschwindet doch immer so von hinten einer. Ist sie nicht bei euch da vorne? Ich dachte, die wäre bei euch da vorne. Ach nee, da ist er. Die hatte so viel Schräglage, die habe ich nicht gesehen. Muss man über seine eigene Scheiße lachen, ey. Dead to me, R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사자해라 미리. Dead to me, R.I.P. buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라. Am späten Nachmittag kamen wir dann nach Neuenhammer. Ein kleines Dorf in der Oberpfalz, nahe der tschechischen Grenze. Und weil wir eigentlich nicht an gruselige Dinge glauben, verbrachten wir den Abend mit einer Dose Bier auf unserer Terrasse. Im Dunkeln. Als Unterkunft hatten wir uns sogenannte Modulhäuser ausgesucht. Die modernen, nur 46 Quadratmeter großen Häuser bieten Platz für bis zu 4 Personen und liegen am Ortsrand von Neuenhammer. Hier ist es sehr ruhig und von der Terrasse
hat man einen schönen Ausblick in die Natur. Bevor es am nächsten Tag wieder Richtung Heimat ging, hatten wir auf unserer Tour noch eine Übernachtung in Thüringen. Die Tour führte uns nun am 8. Tag der Reise von Neuenhammer in der Oberpfalz nach Brotterode in Thüringen. Ein Highlight wollten wir uns zum Abschluss der Tour noch anschauen. Nein, keine Angst, es ist diesmal keine Burg. Hier weiter? Ja. Tief im Thüringer Wald in der Nähe der Ortschaft Alzona bogen wir rechts ab. Fast schon Offroad ging es eine Weile durch den Wald. Ah, da hast du Offroad. Ja. Nach einiger Zeit kamen wir zu einer Lichtung und genau hier wollten wir hin. Zum Bunkermuseum Frauenwald. Der unterirdische Bunker mit dem Decknamen Trachtenfest wurde in Zeiten des Kalten Krieges vom DDR-Regime Anfang der 70er bis Mitte der 80er Jahre erbaut. Die 3600 Quadratmeter große Anlage diente als Führungsbunker und sollte im Falle eines Krieges die Handlungsfähigkeit gewährleisten. Durch ein ausgeklügeltes Versorgungssystem konnte hier das Überleben von 130 Personen für ein Jahr gesichert werden. Im Falle eines Atomschlags wären es allerdings nur 6 bis 8 Tage gewesen. Gott sei Dank kam es ja nicht dazu. Die Anlage ist heute im Privatbesitz und wird als Museum und Übernachtungsmöglichkeit genutzt. Auf dem Gelände befindet sich auch das Waldhotel Rennsteighöhe. Bevor es für uns weiterging, gab es dort noch Kaffee und Kuchen. Auf dem Weg nach Brotterode gab es zum Abschluss nochmal einen ordentlichen Schauer. Gegen 18:30 Uhr kamen wir dann zu unserer Unterkunft, den Ferienhäusern Hohe Klinge. Diese kleinen Häuschen sind ebenfalls modern eingerichtet und bieten Platz für bis zu 5 Personen. Wer seine Ruhe haben möchte, ist hier genau richtig. Es regnete noch den ganzen Abend, aber das war ja nun auch egal. Wir packten ein letztes Mal unsere Taschen aus und kochten uns zum Aufwärmen einen ordentlichen Kaffee. Zum Abendessen wollten wir das Restaurant in der Nähe besuchen. Das hatte natürlich zu. Und wir bestellten zum Abschied nochmal was vom Pizzamann. Am nächsten Morgen sah das Wetter schon wieder besser aus. Es war der 9. Tag unserer Reise und somit auch der Heimreisetag. Nun trennten sich wieder unsere Wege. Wir verabschiedeten André, denn der fuhr von der Unterkunft direkt in seine damalige Heimat. Lisa, Tim und ich machten uns auf den Weg Richtung Sauerland. Wie schnell doch immer die Zeit vergeht. Wenn man denkt, man wäre gerade erst losgefahren, geht es auch schon wieder nach Hause. Hier noch ein paar Fakten zur Reise. Wir waren 9 Tage unterwegs und haben dabei etwas mehr als 3000 Kilometer zurückgelegt. Unsere Reise führte uns durch 5 Länder und wir haben dabei wieder in den unterschiedlichsten Unterkünften übernachtet. Mal schauen, wohin es im nächsten Jahr geht. Auch für diese Reise gibt es wieder die GPX-Daten, ein kleines Roadbook sowie weitere nützliche Informationen. Wie ihr die Daten bekommen könnt, erfahrt ihr unten in der Videobeschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und zum Abschluss habe ich noch ein Best-of aus unserem Fotoalbum. Also, wir sehen uns. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is
take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. I got a good feeling. I got a good feeling. Good feeling. I got a good feeling. I got a good feeling. Good feeling. You wanna do is move with me. I'm seeing blue, yeah. In a disco-colored room, hearts are blooming. It's so consuming. Love what you're doing, so good that I'm doomed, yeah. Baby, you make me crazy. I'm seeing roses. Baby, just maybe you save me. Oh, take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. I got a good feeling. I got a good feeling. Good feeling. I got a good feeling. I got a good feeling. Good feeling. Good feeling.